Raum zusammen. Lass uns mit einem Gebet öffnen. Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, we thank you that we can come here this morning and study your word. danke, dass wir hier uns versammeln können und dein Wort studieren können heute Morgen. And I pray and ask for your presence. Und ich bitte und bete um deine Gegenwart. Pray that you would please help us to understand Revelation. Und ich bitte, dass du uns hilfst, das Buch Offenbarung zu verstehen. And I ask that you would please also help Mark to explain the things the best way he can. Und ich bitte auch, dass du Bruder Mark hilfst, die Sachen so gut wie er kann zu erklären. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Okay. Let's begin. Go to Isaiah 55. Fangen wir an in Jesaja 54. Verse 7. 55. Which verse? 7. Vers 7. It says, "Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Okay, so I have to constantly remind myself Bis about Vers 9. these points. Ich muss mich immer wieder an diese Punkte hier zurückerinnern. Because the human mind is not in agreement with God's mind. Weil der menschliche Verstand ist nicht in Übereinstimmung mit dem Verstand Gottes. It says the carnal mind is not subject to the law of God, and neither indeed can be. Right? Sagt ja, der fleischliche Verstand ist nicht dem Gesetz Gottes untertan und es kann es auch gar nicht sein. It's only Daniel that was able to read that writing on the wall. Es war Right? nur Daniel, der in der Lage war, diese Handschrift an der Wand zu lesen. Daniel didn't have a carnal mind anymore. He was a sanctified being. Right? Und weil Daniel hatte keinen fleischlichen Verstand mehr, sondern er war jetzt ein geheiligtes Wesen. And we must remember that and not try to put our own human construction upon things. Und da müssen wir uns immer wieder erinnern, wir dürfen nicht unsere menschliche Konstruktion hier in Gottes Wort legen. Okay, so we've been looking at these trumpet powers, and I want to just bring some thoughts together on this. Und wir haben uns ja diese Posaunenmächte angeschaut. Ich möchte jetzt ein paar Gedanken da noch hinzufügen. Because when you come to the Sunday law, right, you have these, first of all, in Daniel 2, you have this illustration, Babylon. Medo-Persia, Greece, and Rome. Right? Also in Daniel 2 haben wir ja diese Darstellung von Babylon, Medo-Persien, Griechenland bis nach Rom. Okay, and the worldly man would make the argument that Daniel 7, then, because it's the exact same history, has to be the same place, right? Und der weltliche Verstand würde dann das Argument machen, ja, Daniel 7 sind genau dieselben Königreiche, deswegen müssen sie genau auch selbst auf dieselbe Art und Weise dann Well, it's the same, platziert. same history. Oder es ist ja dieselbe Geschichte. Okay, you get my point? Versteht jemand? But it's not, because God's word is what's directing us according to how we're understanding these things, right? Aber das ist nicht der Fall, denn Gottes Wort muss uns anleiten, wie wir diese Sachen anzuwenden haben. Because God's word shows us that here it's the lion, the bear, the leopard, followed by the dragon. Right? Weil es ist Gottes Wort, was uns da zeigt, dass wir erst den Löwen haben, dann den Bär, den Leoparden und dann den Drachen. It's the four parts of this kingdom, right? Das sind diese 4 Teile des Königreichs. And
what do the 4 parts of the kingdom teach us? Und was lehren uns diese 4 Teile des Because Königreichs? I say kingdom and not kingdoms. Weil ich Königreich sage und nicht Königreiche. The phases that it's going through, right? Das sind Phasen, durch welche dieses Königreich hindurchgeht. Okay, the metals teach us that it's progressively getting harder as it rejects light. Also die Metalle zeigen uns, dass es immer härter wird, je mehr Licht es verwirft. And these beasts are teaching us different characteristics, what it's doing as it goes down, right? Diese Tiere lehren uns diese verschiedenen Merkmale, die es erfüllen wird, wenn es vorwärts schreitet. Okay, and the trumpet powers, we've been looking at this, that the trumpets are split into 4 and 3, right? Die Posaunenmächte haben wir uns auch angeschaut, da werden die ja aufgeteilt in 4 und dann in 3. Okay, and that the first 4 trumpets were against pagan Rome, right? Die This ersten 4 empire of Rome. Posaunen wurden ja gegen das heidnische Rom geschickt, gegen dieses Reich von Rom. And the empire of Rome is just also a type of this final empire, right? Das römische Weltreich ist auch nur ein Typus für das letzte Weltreich hier am Ende der Welt. So when we study line upon line, it teaches us that those 4 trumpet powers is also a parallel to the progressive stages that the kingdom is going through, right? Lehrt uns das dann auch, dass diese 4 Posaunen letztendlich auch eine Darstellung von diesen fortschreitenden Entwicklungen dieses Reiches dann sein werden, wenn es sich weiterentwickelt. Right? Richtig? Okay, what other evidences do we have? You tell me, because we've been going through this. Welche anderen Beweise haben wir dafür? That's one evidence because we're studying line upon line, but what are the strong evidences to confirm that? Also ein Beweis, um das jetzt zu zeigen, aber was wäre hier ein starker Beweis, um das nochmal zu bestätigen? No, we're way off. Sorry, Matt? The churches who study here. No. You're sticking on numbers now. I'm saying we're dealt with the numbers aspect, right? The 4 is parallel in this 4, right? If we do line upon line. What now are other evidences to confirm this, right? Nothing to do with numbers. Also wir haben uns die Zahlen jetzt angeschaut, also diese 4 Königreiche stehen parallel zu diesen 4 Posaunen und diesen anderen 4. Aber welche anderen Beweise haben wir außerhalb dieser Zahl 4, die man parallel What steht? are the trumpets? Was sind die Posaunen? Warnings, but is it just somebody warning you, or is it a punishment? Sind das nur Warnungen oder sind das auch Bestrafungen? It's a punishment. That's the warning, right? Das sind auch Bestrafungen und diese Bestrafungen sind dann auch Warnungen. Okay, punishment for what? Eine Bestrafung wofür? Okay, so now we're getting there. So it's Für a das Sunday law, Sonntagsgesetz, right? was sie gemacht haben. So in history, did the trumpets come because of a Sunday law? Sind die Posaunen in der Geschichte nicht auch gekommen wegen einem Sonntagsgesetz? So that's one of your strongest evidences, right? Das ist einer deiner stärksten Beweise. And what did it lead to? Und wohin hat das dann geführt? Okay, the fall of Rome, right? Zum Niedergang Roms. And the fall of Rome is the fall of Babylon, right? Und der Niedergang Roms ist auch der Niedergang Babylons. Babylon falls at the end, right? Und Babylon fällt ja hier am Ende. Okay, now we're getting the thoughts. This is what we're doing. We're paralleling not only the numerical factor, but we're paralleling the principles that were in history, right? Sunday law led to the fall of Rome. Also wir setzen also jetzt hier nicht nur diesen Zahlenwert parallel, sondern auch dieses Muster, was die Geschichte uns gibt. Sonntagsgesetz gefolgt dann vom Niedergang Roms. Right, everybody? Do we follow that fact? Kann jeder folgen? Okay, and then we come to the time of peace, where we were shown that based upon this event in history, right? Dann würden wir hier zur Zeit des Friedens kommen und basieren auf diesem Ereignis hier, dem 11. September in der Geschichte. It gives us an authority to also see the next trumpet power come, right?
Das Ereignis gibt uns dann auch eine Autorität, um die nächste Posaunenmacht zu sehen, wie sie da markiert ist. Right? Richtig? Why does it? Warum? Because in the fifth trumpet there says power was given them and the key. And this is Right, so that, okay, there was power given them and the key. Also ihnen wurde hier ein Schlüssel gegeben und Kraft. Okay, so they're all characteristics of this way mark, right? What else? Alle Merkmale für diese Wegmarke hier, aber was sonst noch? What does it say in Revelation 9 and verse 1? Was sagt es in Offenbarung 9, Vers 1? It says, "And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth, and to him were given the key of the bottomless pit." Also in Vers 1 gelesen. So, what do we see happening there? Was können wir dort sehen? Star falling from heaven. Who is this star falling from heaven? Also ein Stern fällt vom Himmel und wer ist das? Muhammad, the Savior is Muhammad. So, sorry? Muhammad. Okay, historically, it was Muhammad didn't fall from heaven, Yes. right? It was Satan falling from heaven. In history, it's marking a Satan using somebody on the earth. But that's not the point I'm making. Also historisch gesehen, Mohammed ist ja nicht vom Himmel gefallen, das war Satan, aber Satan hat hier jemanden benutzt, um We're taking this and put it on our aufzurichten. line, so we need to mark this way mark. Muhammad doesn't give us any correlation here. What's the point I'm making when we... Das ist was, Baptism. welche Verbindung sehen wir hier mit dem, was hier im Vers geschrieben wird und dieser Wegmarke hier? It says, "The fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven." What's the key? Also was ist der Schlüssel hier, wenn zum Verständnis hier dieses Verses Okay. steht, dass der Stern hier vom Himmel fällt? Before that day shall come. Revelation 18, Revelation 10. Christ comes. Where do you see that here in this verse? We're dealing with Revelation 9 and verse 1. Falling away. Before that day shall come, there will be a falling away. This has got nothing to do with the falling away. So No, false message. no, it's not. Let's go. Lass uns was dazu anschauen. Go to what am I thinking? Isaiah 14. Gehen wir zu Jesaja 14. Okay, verse 12. Jesaja 14, Vers 12. It says, "How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which did weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north." So, what do we see as a confirmation here of what we've just been talking about? Also was sehen wir hier? Was wäre eine Bestätigung für das, was wir gerade hier besprochen haben? punishment for making a Sunday law. Right, it's the same truth, right? Also eine Bestrafung, die hier ergeht, weil ein Sonntagsgesetz gemacht worden ist. What's happened to Lucifer in verse 12? Was passiert mit Luzifer hier in Vers 12? He's fallen from heaven, right? Fällt hier vom Himmel. And it says, verse 16, Sagt uns hier in Vers 16. "They that see thee shall narrowly look upon thee and consider thee, saying, Is this the man that made the earth to tremble, that did shake kingdoms, that made the world as a wilderness and destroyed the cities?" Vers 17. So, this is the shaking of the heavens, right? Also das ist die Erschütterung der Himmel. And this is what we see at the fall of Rome, right? Das können wir ja auch hier beim Fall Roms sehen. Richtig?
Yes. right? Because the fall of Rome in the fourth trumpet is the sun, the moon, and the stars, right? Der Niedergang Roms in der 4. Posaune ist ja das Erschüttern von Sonne, Mond und Sternen. Okay, so you've got this dividing line, right? So you've got this end and beginning, right? Wir haben hier diese Trennlinie zwischen Ende und Anfang. So it's marking the end of one phase and the beginning of another, right? Markiert also das Ende hier einer Phase und der Anfang einer neuen. Right? Richtig? Okay, so that's maybe what you're referring to. Das ist vielleicht, worauf du dich bezogen hast. Okay, the point that I want to get is that Satan has fallen from heaven right here because of this work that he's done right here, Weil right? ich machen möchte, dass Satan hier vom Himmel fällt, wegen diesem Werk, was er hier zuvor getan hat. Okay, so when you look in Revelation 9, it says, Das Offenbarung 9 dran. the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth, and to him was given the key of the bottomless pit. And in verse 11, Vers 11 jetzt, Offenbarung 9, Vers 11. it says they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit. And what do we now see? Revelation 9, what? Offenbarung 9, was? 11, right? 11. Offenbarung 9, Vers 11. Okay, so one history finishes, and directly linked with that is this next history beginning, right? Also eine Geschichte endet jetzt hier und direkt daran angeknüpft wird dann die nächste Geschichte aufgerollt. Okay, so we see nice connections with this history finishing and the next one beginning, prophetically speaking, right? Wir können schöne Zusammenhänge sehen zwischen diese Geschichte endet hier und die nächste fängt hier an, prophetisch gesehen. Yes? Richtig? Okay, so it gives us a justification here to begin the first war, right? Und das gibt uns eine Rechtfertigung, dann hier die erste Wehe beginnen zu lassen, Which is the fifth trumpet, was auch die 5. Posaune ist. right? And then we marked our 5 months here, Und dann haben wir hier die 5 Monate markiert. okay, because you have the battle of Media. Nicomedia, right? Weil wir hier diese Schlacht von Nikomedia hatten. And leads us down to the second war, right? Und das führt uns dann hinab hier zur zweiten Wehe. So, second war, sixth trumpet. Okay, Die zweite and Wehe ist die 6. Posaune. so on Sabbath, and then last night again with Lawrence, we confirmed this point. What was the confirmations that allowed us to do that? Also im Sabbat und auch gestern Abend im Abendstudium haben wir diesen Punkt bestätigt. Und was waren nochmal die Punkte, die das bestätigt haben? Well, in Daniel 5 we see that when Cyrus and Darius are outside of the walls, it's the warning to Belshazzar, but he doesn't repent. So. Right, but okay, explain your point. Also Where are you hier going? sieht jetzt Belsazar, How are you connecting that? Darius und Kyros vor den Toren Babylons. Und das soll sicher ein Zeichen der Warnung sein, aber er tut nicht Buße. Und wie kann man das jetzt hier miteinander verknüpfen? It speaks about these idols of wood and stone and gold and No, you're jumping around. Go back to your point. Darius and Cyrus outside the walls. How are you establishing that point? Also wie kannst du hier Darius und Kyros an diesem Punkt etablieren? based on the sixth plague. Okay, what's the sixth plague got to do with it? Basierend auf der 6. Plage. Und was hat sie damit zu tun? There you see the kings of the east that are buying up the river Euphrates. Du siehst halt die Könige des Ostens, die den Euphratstrom austrocknen. Okay, but why are you putting the sixth plague there? That's what I'm asking. Aber warum platzierst du jetzt die 6. Plage hier? Because we know that from Sunday Law to Final Review is the pattern for Okay. the last plague. So what's happening here is also being prefigured here, right? That's what you're saying, right? Weil das, was ja hier in den 7 letzten Plagen passiert, das wäre hier die 6. Das würde ja auch dann hier im Sonntagsgesetz vorausgeschattet werden, deswegen die 6. wäre auch dann
hier So vorausgestattet. Euphrates is dried up, right, Der Euphratstrom wird hier ausgetrocknet for the kings of the east. damit die Könige des Ostens kommen können. And it says it's preparing the way for the kings of the Und es east, sagt right? ja, dass es den Weg für die Könige des Ostens vorbereitet. Right? Richtig? And I read this quote that because the destruction of Babylon is the destruction of Jerusalem, right? Wir haben ja das Zitat gelesen, dass die Zerstörung Babylons auch die Zerstörung Jerusalems ist. And we read this quote that says that there was a strange event at midnight where the bars of the gates, right, were removed without human interference, right, and the gates were opened. Gelesen, dass dieses sonderbare Ereignis um Mitternacht stattfand, wo diese eisernen Stäbe des Tores plötzlich dann von selbst sich bewegt oder geöffnet haben. Okay, and that's talking about Jerusalem, right? Das hat über Jerusalem gesprochen. And do we have gates being opened mysteriously at Babylon? Und gab es auch Tore, die auf mysteriöse Art und Weise in Babylon geöffnet worden sind? Yeah, they're both Ja. manifestations of God's power, right? Beides eine Manifestation von Gottes Kraft. But before Cyrus can come through the gates, what must he do? Aber bevor Kyros durch die Tore kommen konnte, was musste er tun? Must dry up the river Euphrates, Er right? musste den Euphratstrom austrocknen. So the river Euphrates has to be dried up before he comes through the gates, right? Deswegen der Euphratstrom muss ausgetrocknet werden, bevor er durch die Tore kommen kann. At midnight, Zwar zu Mitternacht. right? So you see the Euphrates being dried up to prepare the way of the kings of the east, marking something for us here, right? Deswegen, wenn hier der Euphratstrom ausgetrocknet wird, um den Weg der Könige der Osten vorzubereiten, markiert also dann auch etwas hier. Okay, so what's the correlation here? Und was ist jetzt hier dieser Zusammenhang zu der zweiten Wehe hier? Because this is a real important point that we understand. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass wir das richtig verstehen. How do you get that to here now? Wie können wir jetzt das hier rüberbringen? Because this is Daniel 5, right? Das ist ja Daniel 5, richtig? But it's also Revelation 9 and verse 13. Das ist auch Offenbarung 9, Vers 13. Let's go to Revelation 9:13. Gehen wir zu Offenbarung 9, Vers 13. And the sixth angel sounded, and I heard a voice from the four horns of the golden altar which is before God, saying to the sixth angel which had the trumpet, Loose the four angels which are bound in the great river Euphrates. And the four angels were loosed which were prepared for an hour and a day and a month and a year for to slay the third part of men. Okay. Vers 15. So you have the four angels being loosed by the great river Euphrates, right? Paralleling what's taking place at the sixth plague, right? Also wenn wir jetzt hier die 4 Engel gelöst, die am großen Euphratstrom sind, und das ist eine Parallele zu dem, also was in der 6. Plage passiert. And we went through this about the four angels. Why are the four angels being loosed here? Und das haben wir uns ja angeschaut. Warum werden die 4 die 4 Engel hier gelöst? What does it mean? Was bedeutet das? Well, it's a progressive unleashing of Satan's power, right? So ein fortschreitendes Entfalten von Satans Macht. Why is the Lord doing that? Und warum tut der Herr das? His servants can still be sealed and fire. Dass seine Knechte immer noch an den Stirnen versiegelt werden können? Okay, but that's a different. Ja. I'm talking about what's the justification for him loosing the four winds? Also was ist die Rechtfertigung für ihn, diese 4 Winde zu lösen? Increase punishment. Then we're just tested. Right, it's an increase in punishment, but what's the justification for it? Also es ist immer eine Zunahme an Bestrafung, aber was ist die Rechtfertigung Okay, dafür? because they're refusing to repent with all the light, this what the Weil gold, the silver, brass, and iron's teaching us, right? Weil sie immer weiter es ablehnen, Buße zu tun, und sie werden immer härter und härter, und das ist ja, was auch zum Beispiel Gold, Silber, Bronze und Eisen uns lehrt. Right? Richtig? Okay, so
what it does is this allows us to bring in Daniel 5, right? Deswegen das erlaubt uns auch Daniel 5 hineinzubringen. Right? Because Daniel 5 is speaking about the time where Cyrus and Darius punished Babylon, right? Daniel 5 spricht über die Zeit, wo Darius und Kyros Babylon bestrafen. Right? Richtig? Okay, so Just nobody get confused. You don't mark Daniel 5 there, you just say this event. listen, Correct. I think you're the person that's getting confused about this, right? Just let's stick with the narrative, right? The sixth plague allows us to bring in the story of Daniel 5, right? Also die 6. Plage gibt uns die Erlaubnis, Daniel 5 reinzubringen. Also wir platzieren da jetzt nicht Because Daniel it 5 rein. mentions preparing the way of the kings of the east, right? Denn es erwähnt ja, dass es den Weg für die Könige des Ostens vorbereitet. Because Daniel 5 is speaking about the destruction of what? Weil Daniel 5 spricht von was? Von welcher Zerstörung? The destruction of Babylon, right? Von der Zerstörung Babylons. Is this the destruction of Babylon? Ist das hier die Zerstörung Babylons? Okay, but Yeah. Daniel 5 is typifying this work, Aber right? Daniel 5 schattet dieses Werk dort voraus. So the principles that's happening in Daniel 5 are taking place inside the Sunday law before we come to the close of probation, right? Also die, So the Mm. principles of the 6th and 7th plague are Yes. taking place. And also die Prinzipien von der 6. und 7. Plage, die finden also hier in Daniel 5 statt, bevor wir zu den 7 letzten Plagen kommen. okay, so we know the 6th and 7th plagues are being typified here, right? 6th and 7th plague. Und wir wissen, dass also die 6. und 7. Plage hier vorausgestattet werden. Because Daniel 5 is taking place in the Sunday law, Weil right? Daniel 5 ja im Sonntagsgesetz stattfindet. Right? Richtig? Okay, so that gives us the justification for putting it here. It's in the Sunday law, but it's speaking about the principles of the 6th to the 7th plague, right? Das gibt uns dann die Rechtfertigung auch, das hier jetzt hier reinzusetzen, also zumindest das Prinzip davon. Und es ist in dem Sonntagsgesetz, aber es schattet die 6. und 7. Plage voraus. Right? We following? Richtig? Können wir folgen? Because it doesn't look like it. People look like very confused, right? Und es scheint nicht so, dass wir alle so folgen. Okay, so the point is that Daniel, we're going through the book of Daniel, right? Daniel is speaking about the Sunday law crisis. Und wir haben uns ja das Buch Daniel angeschaut und Daniel spricht über das Sonntagsgesetz. So right here, when the Euphrates in the 6th trumpet, Also wenn jetzt hier der Euphratstrom in der 6. Posaune, the 6th angel sounded, and I heard a voice from the four horns of the golden altar which is before God, saying to the 6th angel, which had the trumpet, loose the four angels. Which angel is being loosed here? Vers 14, welcher Engel wird hier gelöst? The 6th, right? Der 6. We've already spent this time going through showing that the 6 trumpets are typifying, or the 7 trumpets are typifying the 7 plagues. Und wir Right? haben uns ja bereits das angeschaut, dass die 7 Posaunen auch die 7 letzten Plagen vorausschauen. So it's just another evidence to show how the 6th trumpet parallels or prefigures the 6th plague. Right? Einfach nur ein weiterer Weg zu zeigen, dass die 6. Posaune die 6. Plage parallelisiert. Right? Richtig? Okay. So what we have here is that the Euphrates has been dried up. Right? Also was wir jetzt hier haben, ist, dass hier der Euphratstrom ausgetrocknet wird. Okay, and it marks now a time prophecy, verse 15. Und jetzt wird eine Zeitweissagung uns hier in Vers 15 gegeben. And the four angels were loose, which were prepared for an hour, a day, and a month, and a year, for to slay the third part of men. Right? And in history, this took us down to August the 11th, 1840. Right? In der Geschichte hat uns das hinabgeführt zum 11. August 1840. Okay, so at the 7th plague, what is marked that has been poured out? Und bei der 7. Plage, was ist hier markiert, dass sie ausgegossen wird? Revelation 18, right? Offenbarung 18. Okay, so what's August the 11th, 1840 prefigure? Und was schattet der 11. August 1840 voraus? Revelation 18. Offenbarung 18. Right, so you have this
1 hour, 1 day, 1 month, 1 year, right? Und in der 6. Posaune haben wir diesen eine Stunde, ein Tag, ein Monat, ein Jahr. Leads us to Und das führt uns hinab wohin? the angel of Revelation 18, right? Engel aus Offenbarung 18. Prefigured by Revelation 10, right? Ausgestattet durch den Engel aus Offenbarung 10. Right? Richtig? Look, guys, nod your heads because it's frustrating when I'm asking. Everybody just looks. You're not. If you nod your head, then I know that you're following, right? Also nickt einfach zumindest, dann weiß ich dann zumindest, dass ihr folgen könnt. Okay. Great Controversy 611. What does Great Controversy 611? We've read it so many times. What is it teaching us? Was lehrt uns großer Kampf 611? Das, What is Great Controversy 611 talking about? worüber spricht das? Times refresh. Okay, but when you begin Great Controversy 611, it's talking about August the 11th, 1840, right? Also wenn du großen Kampf 611 liest, am Anfang spricht es dann über den 11. August 1840. And on August 11th, 1840, which angel is it speaking about? Und über welchen Engel spricht es dort am 11. August 1840? The angel of Revelation 10, right? Engel aus Offenbarung 10. And it says that this prefigures the angel of Revelation 18, right? Und es sagt ja dann, dass dieser Engel den Engel aus Offenbarung 18 vorausschattet, Which is the times of refreshing, right? was die Zeit der Erfrischung ist. So it brings you to this point where you're going to come to your final test, right? Und das bringt dich hier zu diesem Punkt, wo du den finalen Test haben wirst. Right? Richtig? Okay. So, and on August the 11th, 1840, Islam was restrained. Am 11. August 1840 wurde der Islam ja eingeschränkt. Okay, so the point we want to get, if you go back to, go to Daniel 5. Und jetzt zu Daniel 5. Mark, can I ask a question? Sure. Are you marking that in the second Sunday law because you're going to put the second woe in the first Sunday law? What's that? I'll come to that in a minute. Why you? No, I'm just curious as to why you're putting August 11th, 1840 in the second Sunday law. That's all. I know that the Sunday law is the same as the same Sunday law, but upon that, would be taking the second woe and putting it in the first Sunday law. No, there's no reason for putting it there whatsoever. Okay, then that would justify my question: is why are you putting August 11th, 1840 in the second Sunday law? Okay. Also die Frage ist, warum jetzt den 11. August 1840 hier beim zweiten Sonntagsgericht. The pattern that's putting it there. What's wrong with Scott's question? Okay, or maybe there's something he's not getting, right? So he's asked me the question: why am I putting August 11th, 1840 there? And what's the answer? Also er fragt jetzt hier, warum ich den 11. August 1840 hier hin markiere und was wäre die Antwort? Okay, line upon line, right? Explain your point, Jennifer. Linie auf Linie, ja, und erklär deinen Punkt. It is, I think, line upon line, it's the same way mark, so it shows us the same principle. Okay, Also Linie auf Linie ist es dieselbe But line up- Marke, es würde uns dasselbe when Prinzip you zeigen. when you take the expression line upon line, you're basing it upon other lines. So what else is it you're basing it upon? Also wenn du Linie auf Linie diesen Ausdruck benutzt, dann würdest du das ja auf anderen Linien basieren. Welche andere Linie würdest du haben, um das darzustellen? The vanilla line and our line 911, it's both parallels. Okay, maybe you got the thought, but what is this here from Was- here to here? Was wäre das hier von der finalen Untersuchung bis hier? Yes, but it's a line, right? In diesem letzten Plage war es auch eine Linie. And this line here is being prefigured from here to here, right? Und diese Linie hier ist vorausgestattet durch diese Darstellung. So when you say line upon line, this line, right? If you were to put it above or below this line, doesn't matter. It's going to parallel it, right? Also diese Linie, ob du die jetzt da drüber oder da drunter legst, die würde diese Linie parallel And darstellen. this is what we're doing right here, right? Das ist ja, was wir hier tun. So the Euphrates is dried up, it's paralleling this
sixth trumpet right here, right? Der Euphratsturm wird dort ausgetrocknet und das steht parallel hier zu der zweiten Wehe. That's line upon line. Das ist Linie auf Linie. And this one gives us information for this one, and this one gives us information for this one, right? Das hier gibt uns Informationen hierfür und das hier gibt uns Informationen dafür. Right? Because when you bring line upon line, you bring all the information together. Now you have a full picture of what's been illustrated. Denn wenn du Linie auf Linie studierst, dann bringst du alles zusammen, dass du dann ein vollständiges Bild hast von dem, was dargestellt werden soll. Right? So when you bring that line, what is poured out here? Also was wird hier ausgegossen, wenn wir diese Linie mit reinbringen? Revelation 18, right? Offenbarung 18. So line upon line, what's poured out here? Linie auf Linie, was wird hier ausgegossen? Revelation 18. Offenbarung 18. Okay, but I mean, we haven't got our little box here, but the times are refreshing, right? Because Revelation 18 is prefigured by August 11th, 1840, right? Nun, der 11. August 1840, oder Offenbarung 18 wird durch den 11. August 1840 vorausgeschattet. When did August 11th, 1840 take place? What was at the end of? Und was war, wann hat der 11. August 1840 stattgefunden? Was war das für ein Ende? Wovon? The end of the second one. The 391 years and 15 days, Das right? Ende der zweiten Wehe, die 391 Jahre und 15 Tage. So the end of the second war is going to bring us to August 11th, 1840, that prefigures Revelation 18, right? Also das Ende dieser Zeitweissagung bringt uns dann zum 11. August 1840 und das ist vorausgeschattet, oder das schattet in Offenbarung 18 voraus. Okay, and August the 11th, 1840, or Great Controversy 611 is talking about the times of refreshing, right? Und der große Kampf 611 spricht dann von den Zeiten der Erquickung. And the times of refreshing are what? What is it representing? Die Zeiten der Erfrischung, was stellen sie dar? Or should I say, when does it come? Oder wann kommen sie? Right, and when's the investigative judgment? Im Untersuchungsgericht. Und wann ist das Untersuchungsgericht? Yes. Right here. Genau hier. Okay, now the point's back to you. So why you asked me the question, why is August 11th, 1840 there? Okay, I understand all that. Also jetzt my die Frage ist, question, warum hast du dann gefragt, warum or at least, der 11. August 1840 hier ist? or at least I'm following everything that you've said so far. But Also then, ich kann so line weit upon line. folgen, was du alles da line gesagt hast. upon line, we mark August 11th, 1840 parallel with 9/11 in the first Sunday law that we've got marked here. You're asking my question, I'm trying to explain why my thought process. But Also, is this not the hier im same ersten- as this? And that's my whole point. Please let me just translate quickly. Also seine Komplikation in seinem Verstand ist, dass hier wir den 11. August 1840 parallel gesetzt haben, hier mit dem 11. September. Und? That's my whole point. It's like here we've placed the second war, and the second war leads to August 11th, 1840, which is in that line there. Und wir haben jetzt hier die zweite Wehe hier markiert. My question Was- was initially, are you please, trying please, to put Scott, the second Scott. war? Scott, please. Sorry. Let me translate. Lawrence is talking to you. I'm translating first, please. Let me finish. Also, wir haben jetzt hier die zweite Wehe markiert, aber die zweite Wehe führt ja zum 11. August 1840. Und wenn wir hier aber sagen, ja, dass der 11. August 1840 hier markiert ist, ja, wie können wir dann sozusagen das zweimal markieren? That wasn't what I said. I'm not asking why we can mark it twice there. How we can mark it there is clear. My whole question is based upon, if we're doing that, in August 11th, we know line upon line based on the Miller line, it's parallel with where we've marked 9/11, then I was asking Mark, are you placing the second woe on top of the first four trumpets at that waymark in the first box? That was what I was asking. Also die Frage ist jetzt, wie kann man letztendlich, No, oder ob man Yes, Obman. jetzt auch die zweite Wehe hier nehmen kann und sozusagen hier rüberlegen kann? Das war meine Frage. I think you can answer that question for yourself. What's this right here? Ich denke, du kannst die Frage für dich selbst erklären, denn was ist das hier? No, what's that right there? I've marked it. 9/11. Was ist das hier? Das ist der So 11. what would September. it be the beginning of? Deswegen, was wäre das für ein Anfang? No, the first woe. Das wäre der Anfang der ersten Wehe. Right, first woe takes you down to here, right? Die erste Wehe führt dich hinab bis hierhin. And what begins right there? The second woe. Second war. Und was würde dann hier The anfangen? only reason Die I'm zweite Wehe.
the only reason I'm putting an emphasis on that is because when I first asked, maybe you just didn't understand what I was saying, but you said no. And that's why I was, What did I say no to? when I first said, are you taking the second woe and you're putting it there at the same place in the first Sunday law? When I No, asked, I said I'll come to that. oh, okay. Also ich habe gesagt, ich werde noch dahin zukommen, als die Frage gestellt worden ist, ob man die zweite Wehe auch dann hier im ersten Sonntagsgesetz nimmt. No, probably to your thought, but what I'm saying is, you're Das ist, questioning me why am I nein- putting nein August gesagt 11th, hab. 1840 there, but Dann vielleicht zu deinem Gedanken, weil du mich ja gefragt hast, warum ich hier den 11. August 1840 hier markiere. but the point is, you're saying that it's here, then you should there should be no thought or question to why it's here. This is what Deswegen, wenn du ja eingestehst, dass es auch hier ist, dann sollte das für dich keine No, Frage sein, warum das auch da ist. It is no question why it's there and why it's there, because they both, the same principles are in the same Sunday law. I don't have a problem with that. My question was, why are you placing August 11th, 1840 there and then added to, are you taking the second woe and putting it in the first Sunday law crisis on top of the first 4 trumpets? And obviously you've now answered that for me. Yes, that's... Meine Frage war nicht so sehr, ob da der 11. August 1840 markiert wird oder nicht, sondern ob man die zweite Wehe nehmen kann und sie ja dann auch hier in das erste Sonntagsgesetz reinsetzen kann. Und die Antwort ist ja dann jetzt gegeben, okay. So dass es so sein kann. the point is, and yesterday when we went through the churches, the seals, and the trumpets, Gestern, als wir durch die Gemeinden, die Siegel und die Posaunen gegangen sind, we looked at the seals, and the seals were telling us it was history leading down to the end, right? da haben wir uns ja die Siegel angeschaut und das hat uns gezeigt, dass es Geschichte war, die bis zum Ende hinabgeführt hat. And the end is the 7th seal, right? Und das Ende ist das 7. Siegel. And when the 7th seal sounds, what do we see in the book of Revelation? Und wenn das 7. Siegel erschallt, was sehen wir im Buch Offenbarung? The 7 trumpets are poured out, Dass right? die 7 Posaunen ausgegossen werden. So it teaches us that the 7 trumpets are also something that is poured out collectively right at the end, right? Deswegen zeigt uns auch, dass die 7 Posaunen auch etwas ist, was am Ende als eine Einheit ausgegossen wird, direkt am Ende. Right? It's these repeating patterns, right? Das sind diese wiederholenden Muster. Okay, and so right here Das ist eine Gesamtheit you have ausgegossen. the 3rd woe, 7th trumpet, right? Also hier am Ende haben wir jetzt diese 3. Wehe, die 7. Posaune. And the point that I was want to get to, I mean, Scott's jumped ahead there, was that when you take these now, right, you can also do it this way, right? So here you have the first woe, the trumpet, followed by the, which will take us to, Also den Punkt, den ich letztendlich dann zeigen wollte, ist, dass man dann auch diese Darstellung hier nehmen kann, hier rüberlegen kann. Da hat man hier die erste Wehe, 5. Posaune, die hier beginnt. right? Dann hier die 5 Monate. Here you have the second woe, Und hier hätten wir dann die 2. Wehe. and here the 3rd woe. Und hier dann die 3. Wehe. So what do you also have here? Deswegen, was hätte man auch dann hier im 2. Sonntagsgesetz? The first 4 trumpets, Die right? ersten 4 Posaunen. Okay, so let me just put it underneath 1, 2, 3, 4, right? 1, 2, 3, 4. So now we can see when you have to first of all lay it out in a chronology, and then based upon the principles, you can see why they're overlapping each other, right? Du musst es erstmal hier chronologisch auslegen und darlegen. Und dann kannst du das sehen anhand der Prinzipien, dass sie auch übereinander gelagert werden können. Right? Everybody Richtig. follow? Kann jeder folgen? Okay, so okay, but this is the Sunday law, right? In its full extent, from beginning to end, right? Also das hier ist das Sonntagsgesetz in der völligen Ausmaß vom Anfang bis zum Ende. But the questions I have, because right, this is also in our time, 2014 to the Civil Sunday law, right?
Aber auch in unserer Zeit ist es ja von 2014 bis zum zivilen Sonntagsgesetz. Und da, as the type of the Sunday law, right? das als Typus des Sonntagsgesetzes, und da habe ich jetzt meine Fragen zu. So when we take that and we stretch it out here, right? Wenn wir das dann nehmen und dann hier ausspannen, You have the same repeating pattern, dann right? haben wir dasselbe wiederholende Muster. Christ, the birth of Christ is prefigured by the birth of John. Und die right? Geburt Christi ist vorausgestattet durch die Geburt von Johannes. Okay, so what do we do about the trumpets? Und was machen wir jetzt hier mit den Posaunen? Because when we get down to here in our time, we have this same pattern, right, which is like a smaller fractal of the Sunday law, Wenn right? wir jetzt ja hier zu unserer Zeit runterkommen und dann hier in dieses Fraktal kommen, sehen wir hier dasselbe Muster, was dann auch hier oben im Sonntagsgesetz dargestellt ist. Right? Richtig? So this would be 5 months, Das wären hier 5 Monate. and here you would have this illustration, Und right? da hätte man dann diese Darstellung. So 1, 2, 3, 4, 5. So if this is typifying the sixth plague, Also wenn das jetzt hier die 6. Plage vorausschattet, and what's going to happen at this point right here? und was wird hier zu diesem Zeitpunkt passieren? What's this point marking, Manuel? Was markiert diese Wegmarke hier? Was findet da For statt? us. Für uns jetzt hier, in unserer Zeit. Anybody want to help her? Möchte jemand hier helfen? Not the death decree, right? This is in our time, right? The thing that prefigures it, what is that? Was ist das, was das in unserer Zeit vorausschattet? The vaccination test, right? Dieser Impftest. Okay, so go to Daniel chapter 5. Gehen wir zu Daniel 5. So Lawrence is making the argument last night. Verse 1 is this feast where they're all drinking wine. Also gestern Abend haben wir dieses Argument gemacht, dass Vers 1 diesen Punkt, dieses Fest markiert, wo sie alle Wein trinken. And if you go to, just keep your place there, go to Esther chapter 1. Haltet euren Finger hier und gehen wir jetzt zu Esther Kapitel 1. Just want confirmation, because I was also thinking about this point. Because Esther is about the Sunday law crisis, right? Das Buch Esther handelt ja auch von der Sonntagsgesetzkrise. And it does, it's very nice, the book of Esther, because it shows this repeating patterns in the Sunday law. Und das ist sehr schön, weil im Buch Esther gibt uns das immer wieder, diese wiederholenden Muster zu erkennen während des Sonntagsgesetzes. So chapter 1, what does it lead down to at the end? Kapitel 1, wo führt uns das hinab dann am Ende? Was passiert dort? No, just the information that's in chapter 1, what does it lead to? What's the culmination in chapter 1 of Esther? Okay, so where would we mark that? Also Basti wird übergangen und neue Jungfrauen werden gesammelt. Wo würden wir das markieren? What is it marking for us? Was markiert das für uns? No, look, think of what I'm saying. When Vashti gets passed by and they're searching for new virgins, where would we mark that and why? What is it? Also wenn Basti übergangen wird und sie suchen nach neuen Jungfrauen, wo würden wir das markieren und warum? It's August 11 because the Right, so 11. August. we could mark it at this line, right? Or we could mark it at this line, Wir können das hier markieren oder but not Dort this one markieren. because probation's finished, aber right? da jetzt nicht mehr, weil da ist ja die Gnadentür dann zu. Kannst du nochmal sagen, because of what? weil die 10 Jungfrauen am 11. August vorwärts gehen. Und hier werden die Jungfrauen Ja, jetzt okay. gesammelt. Weil die 10 Jungfrauen sind ja am 11. August vorwärts gegangen und hier werden dann die Jungfrauen nachher gesammelt, nachdem Basti übergangen It's the end of one history
and the beginning of another, right? Das ist das Ende einer Geschichte und der Anfang einer neuen. This is the point I was making here this morning, right? It's the end of this Babylon falls, but it's now the beginning. Satan's coming down, right? And there's a beginning work all over again, right? Und das ist auch der Punkt, den ich heute Morgen hier mit dem Posaunen gemacht habe. Babylon wird niedergebracht, aber Satan kommt hier runter und ist der Anfang eines neuen Werkes hier. Right? Richtig. So this end work with Vashti, the beginning of it is right here, right? Also das Endwerk hier mit Vashti fängt dann hier an. And if you just go to the book of Esther, right, Wenn wir verse jetzt 1. im Buch Esther, Kapitel 1, Vers 1 schauen. And verse 1 it says, Now it came to pass in the days of Ahasuerus, this is Ahasuerus which reigned from India even to Ethiopia, over 127 provinces, that in those days, when the king Ahasuerus sat on the throne of his kingdom, which was in Shushan the palace, in the 3rd year of his reign, he made a feast unto all the princes and his servants, the power of Persia and Media, the nobles and princes of the provinces being before him. When he showed the riches of his glorious kingdom and the honour of his excellent majesty many days, even 180 days. And when these days were expired, the king made a feast unto all the people that were present in Shushan the palace, both unto great and small, 7 days in the court of the garden of the king's palace. So what's the king Bis doing Vers here? 5. Was macht der König hier? He's having a feast, right? Er hat jetzt hier ein Fest. Okay, in verse 7. Vers 7. It says, And they gave them drink in vessels of gold. What's that take your mind to? Also das ist Daniel 5. To Belshazzar, right? jetzt in goldenen Gefäßen der Trank anbeten und das bringt uns dann zum Fest von Belshazzar. The vessels being diverse one from another, and royal wine in abundance, right? Königliche Wein in der Fülle. So, literally speaking, it's speaking about he's a pagan king, just like Belshazzar was a Yes. pagan king, right? Also buchstäblich gesehen war das ja damals ein heidnischer König, genauso wie Belshazzar ein heidnischer König war. But prophetically speaking, this is the work of Christ, Aber right? prophetisch gesprochen ist das hier das Werk Christi. So, what does Satan always do? Und was tut Satan? He counterfeits it, Er right? fälscht das immer. So, when you go back to Daniel 5, Wenn wir zurückgehen zu Daniel 5, in verse 2, Daniel 5, Vers 2, it's already begun this feast in verse 1, right? da hat ja das Fest bereits in Vers 1 angefangen. But verse 2 takes you to a new point in this feast where he now marks a new point, which is right here, right? Dann markiert das jetzt hier, okay, bitte das hin. What I'm talking about is, right, they're already began a feast, right? Also sie haben bereits hier ein Fest angefangen, Just like Esther, they begin a feast genau at the wie beginning, Esther, right? da fangen sie das Fest hier am Anfang an. And then it leads to a point where when that feast is finished, he begins another feast for 7 days, Und right? in dem Buch Esther ist ja, wenn dieses erste Fest aufgehört hat, dann fängt er ein zweites Fest an für 7 Tage. Okay, but in that feast, it says they drink royal wine in abundance out of golden vessels. Aber dann Right? in diesem zweiten Fest sagt es im Buch Esther, dass sie dann diesen königlichen Wein in Fülle aus den goldenen Gefäßen trinken. Okay, so in Daniel 5, verse 1, they're already drinking, they're having a feast, right? Daniel 5, Vers 1 markiert es, dass sie bereits trinken. Sie haben also hier schon ein Fest. But verse 2 would mark, he now makes a commandment that they're going to bring in these golden vessels and drink wine in them, Aber right? jetzt Vers 2 markiert den Punkt, wo jetzt er das Gebot erlässt, wo sie jetzt goldene Gefäße bringen, sodass sie dann Wein darin trinken können. Yes, the point I was making yesterday, right? I was actually sending messages to David on the thing there, but he wasn't paying attention to it, right? But it doesn't matter, right? So, Ich habe gestern über einen Livestream ein paar Botschaften geschickt, aber es wurde nicht gesehen. okay, so when you'd have this, they are drinking the wine, and then he tells them to bring in these golden vessels, Also sie right? trinken hier den Wein und dann wird ihnen hier befohlen, diese goldenen Gefäße reinzubringen. And the point I was making, because I posted 2 quotes on Sabbath, it says that those golden vessels are God's people. Und ich habe auch 2 Zitate am Sabbat gepostet, wo es dann gesagt wird, dass diese goldenen Gefäße Gottes Volk darstellen.
So really the king is making a commandment, bring in God's people and fill them with this Babylonian wine. Deswegen Right? der König macht in dem Sinne ein Gebot, bring Gottes Volk hinein und fülle sie jetzt mit diesem babylonischen Wein. And I made this point, when he made this commandment, this is what led to his close of probation. Und ich habe einen Punkt gemacht, dass als er dieses Gebot erließ, das hat letztendlich dazu geführt, dass dann etwas später seine Gnadentür zuging. But the Lord never punishes without a warning, right? Und der Herr, der straft ja nie, ohne zuvor zu warnen. Hence, when he does that, what happens? Denn, also wenn er das hier dann folglich tut, dieses Gebot, was Line passiert upon dann? line, right? Linie auf Linie. What happens right here? Was passiert hier? What's it marking? We already marked this point this morning. The sixth plague. Diese, The kings of the east, what do they do? also das sind jetzt die Könige des Ostens vor den babylonischen Toren. Und was tun sie? They surround Babylon, right? Sie umlagern Babylon und das ist eine Warnung. So I asked this question the other day. Did the king know that he knew that they were outside, right? Der König, der wusste, dass sie draußen vor der Stadt lagern. It was a warning to him, right? Es war eine Warnung an ihn. But he was presumptuous. So, He didn't care. yeah. Ja, aber er war vermessen und er hat sich darum nicht geschert. So there's another story in the Bible, and maybe somebody will have to remind me what king it is, but there was a king, one of the Israelite kings, and he made all the defenses. He had the strongest that Israel had ever been. He made all the defenses, built them up, built up the army, trained them to perfection. Also da gab es noch so einen König aus Israel, der hat alles aufgebaut, die ganzen Befestigungsanlagen richtig stark gemacht, seine Armee gut ausgebildet. Yeah, and yet when this foreign army came against him, what did he do? Aber als dann diese fremde Armee gegen ihn zog, was hat er getan? Yes, okay, so he didn't trust the fact that he had food stored up, he had the strongest defenses, he had a huge army, all well trained. And what did the Lord say to him? Also obwohl er letztendlich genug Essensvorräte hatte, eine gute Befestigungsanlage, gut ausgebildete Armee und so weiter, hat er sein Vertrauen da nicht hineingesetzt, sondern er hat gebetet. He makes Und was hat der Herr dann gesagt? Yes, but I just let's just find this. It says, "You see the salvation of the Lord," or something. I think that's the expression. This day you'll not go out and fight, but you'll. I mean, it's probably the story of Jehoshaphat. That might be. Okay, yeah, Exodus. In fact, go to 2 Chronicles chapter 20. 2. Chronik, Kapitel 20. Okay, you see the same expression in Exodus 14, but the story that I'm looking for is in 2 Chronicles. It was Jehoshaphat, yes. 2. Chronik, Kapitel 20. Geschichte über Jehoshaphat. Okay, so go to verse 15. Gehen wir zu Vers 15. It says, "And he said, Hearken ye, all Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat, thus saith the Lord unto you, Be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. Tomorrow go ye down against them. Behold, they come up by the cliff of Ziz, and ye shall find them at the end of the brook before the wilderness of Jeruel. Ye shall not need to fight in this battle. Set yourselves, stand ye still, and see the salvation of the Lord with you, O Judah and Jerusalem. Fear not, nor be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord will be with you." So they went out, stood before them, and they didn't even raise a sword, and the Lord smote them. Right? To which verse did you read? To verse 17. Das ist Vers 17 haben wir gesehen. Right? So this is like a parallel to this story of Belshazzar.
right? Also wir sollten noch nicht mal so ein Schwert selbst zücken müssen. Also das ist jetzt eine Parallele zu der Geschichte von Belsatzer. Jerusalem is or should I say Babylon is a counterfeit of Jerusalem, right? Babylon ist ja eine Fälschung von Jerusalem. Jerusalem's the golden city. Jerusalem ist diese goldene Stadt. What is Babylon called? Und wie wird Babylon genannt? The golden city, Auch right? die goldene Stadt. Okay, it's four square. We've been through this before. It's a counterfeit, right? Und auch Jerusalem ist viereckig. Wir haben das ja angeschaut. Das ist diese Fälschung. So Belshazzar, he did the counterfeit. He didn't put his trust in God. He put his trust in himself, right? Belsatzer, er hat diese Fälschung praktiziert. Er hat sein Vertrauen nicht in Gott gesetzt, sondern in seine eigene Stärke. So he was trusting that his walls were 50 foot thick. He had a store of food that would last him for years, etc., etc., right? Er hat in seine dicken Mauern vertraut und in diese Essensvorräte, die er da angehäuft hat. Und so Okay, weiter und so fort. and he had no fears. Und er hatte deswegen keine Furcht. But the point is, and this story is why the story is so profound, is that when the Lord says it will happen, right? Wir müssen verstehen. Und deswegen ist diese Geschichte so bemerkenswert, dass wenn der Herr sagt, dass das kommen wird und eintreten wird, dann wird es auch eintreten. Okay, so when you see the correlation of this, and we have this same history taking place in our time period, Wenn wir right? hier diesen Zusammenhang da sehen und dieselbe Geschichte in unserer Zeit hier auch stattfinden haben. Okay, the vessel, right? The vessel is a symbol of our bodies, Das right? ist ja das Gefäß, ein Symbol für unseren Leib. Right. So at this point, what are they going to do, right? An diesem Punkt hier, was werden sie mit uns tun wollen? Because yes, in the wilderness, the Wir serpent wollen diesen Wein dann in uns bit them, right? reingießen. Und in der Wüste haben ja die Schlangen sie gebissen. Okay, now we looked at this in Revelation 9. The scorpion sting is their false doctrine, right? In Offenbarung 9 haben wir ja gelesen, dass dieser Stachel des Skorpions ihre falsche Lehre darstellt. Okay, and David, Die Stachel am Schwanz. make the oh, it doesn't matter. He made this. He asked me this question, right? When you have the first birth here, what are you given? Und hier, wenn wir die erste Geburt haben, was wird uns hier gegeben? Power to do what? Vollmacht, um was zu tun. Okay, you can tread on scorpions and serpents, right? These two powers, right? Vollmacht gegeben, hier auf Schlangen und Skorpione zu treten, diese zwei verschiedenen Mächte. Okay, and it shows us that when the serpent bit them, it's this false doctrine that they're trying to get you to take, right? Das zeigt uns, dass als die Schlange sie gebissen haben, das stellt diese falsche Lehre dar, die sie dann uns aufzwingen werden. Because it's just a parallel to the Revelation 9 that scorpion sting is also false doctrine. It's this lies, right? Das ist Parallele dann zu Offenbarung 9. Dieser Stachel des Skorpions ist dann auch diese falsche Lehre, das sind die Lügen. Okay, Satan claims to be the benefactor, right? Satan gibt ja vor, der Wohltäter zu sein. Right? He claims to be a benefactor, but what he does is he gives you things that's going to actually destroy you, Also er right? gibt vor, dieser Wohltäter zu sein, aber er gibt dir dann Dinge, die dich in Wirklichkeit zerstören. Okay, so it comes down to this point when the civil powers force a vaccination upon you, they're drawing a line in the sand, right? Also zu dem Punkt hier, wo die Zivilmächte dann diese Impfung, die aufzwingen werden, das ist dann diese Linie im Sand, die sie überschreiten. Okay, so Diese, er hat nicht gesagt überschreiben, er hat gesagt, sie zeichnen die Linie. Also, they draw a line in the sand. Yeah. But they cross the line, right? Also Yes, they crossed that line, which was you're correct. Also sie zeichnen diese Linie in den Sand und überschreiten diese Linie dann auch. Okay, so the point is that they go over a point where the Lord says you're not allowed to pass, right? Also der Punkt ist, sie gehen überschreiten dann einen Punkt, wo der Herr sagt, den dürft ihr gar nicht überschreiten. Okay, so this is on a smaller fractal here, right? Das hier, also das hier ist kleine Maße hier. Okay, so in 2016, why did we not see this? Und 2016, warum haben wir jetzt das dort nicht gesehen?
I just gave you the answer. Cross the line. Okay, there was nobody there. It was just giving us principles, right? There was nobody there forcing you to do anything. Right? There's no civil power there involved, right? Also hier noch die Grenzlinie noch nicht übertreten haben. Es gab da noch keine Staatsmacht, die irgendwas dir aufgezwungen hat. Okay, civil power has to be at a point where it's crossing that line, and the Lord will bring that point, right? Die Staatsmacht muss zu einem Punkt kommen, wo sie dann diese Linie übertreten und dann wird der Herr auch handeln. Okay, so these are my thoughts why right here we will see this in a measure in our time. Deswegen, das sind meine Gedanken, warum, wenn wir hier hinkommen zu der Impfpflicht, dann werden wir das hier, diese zweite W in einem Maße auch bei uns sehen. Right? You mean we Richtig. don't need an army in? Yes, you've got to put your trust in God, right? Yes, yes. Also wir werden in dem Sinne dann keine eigene Armee brauchen, sondern wir werden unser Vertrauen in Gott setzen. So we're told to put on the whole armor, right? Es wird ja gesagt, wir sollen die ganze Waffenrüstung anziehen. So even though you got on the whole armor, right? It's not a physical armor; it's a trust in God, right? Deswegen, das ist dann keine physische Waffenrüstung, sondern ein Vertrauen in Gott. So that when he gets this, he's going to warn them, right? And you will see, like the story of Elisha, right? Wenn das hier hinkommt, wenn wir hier hinkommen, dann wird er eine Warnung geben, so wie in der Geschichte von Elisha. Elisa. Because when they surrounded where Elisha was, what did he let his young trainee see? Denn als sie da diese Stadt umlagert haben, wo Elisa sich drin befand, was hat er dann gemacht? Was konnte der The army of God, all the angels. Helfer von ihm sehen? These fiery chariots, right? Also diese feurigen Streitwagen. And when Christ was in Gethsemane, he says, "Put away thy sword, because I can call 12 legions of angels," right? Und als Christus in Gethsemane war, hat er gesagt, leg dein Schwert nieder, denn könnte ich nicht 12 Legionen Engel rufen. How many sons had Ishmael? Wie viele Söhne hatte Ismael gehabt? 12, right? 12. So this is the point right here, that you will see those 12 legions of Ishmael surrounding Babylon there, right? As a warning to them, right? Deswegen, was wir hier sehen werden, ist dann, wie diese 12 Söhne oder Stämme Ismaels Babylon umlagern, und das wird eine Warnung an sie sein. And it's there for us to put our confidence in God. It said that this promise that says there are more of us than them. You don't need to worry about them. Und das right? ist dann für uns gegeben, damit wir dieses Vertrauen haben können, wo er die Verheißung gegeben hat. Es gibt mehr von uns als von denen. Okay. Deswegen müssen wir uns um sie nicht sorgen. And when they come to this point, right, where they're now, and I don't know what they will do here, but they will either put you in jail or I don't know. They're going to come, and maybe it will come to the point they're going to threaten to actually force you and stick it in you. I don't know. Right? Wenn man dann hier zu dem Punkt kommt, zu dem finalen Teil dieses Testes, dann, ich weiß nicht genau, was sie dann mit dir machen werden, dich ins Gefängnis schmeißen oder dann wirklich physisch das in dich hineinstechen wollen. But whatever they threaten you with here, they're going to bring that to execute it right there. Wo wir die dich auch hiermit bedrohen, das wollen sie hier dann vollstrecken. But when they come to do this point, you know that that's when the Lord is going to deliver you, right? Aber wenn sie zu dem Punkt kommen, dann weißt du, dass der Herr dich befreien wird. Okay. So the point that was important was really this point right here. Also der Punkt, der wichtig ist, ist wirklich dieser Punkt hier. When you take this as a type and you line upon line all the principles that we've been looking at, it brings you down to have all the information that you need right here. Also wenn du das hier, die 6. Plage anschaust und das dann Linie auf Linie hier platzierst anhand der Prinzipien, dann haben wir alle Informationen, die wir dann auch hier für unsere Zeit brauchen. Right? Richtig? Okay. Very important. Our eternal destiny depends upon us understanding this, right? Deswegen unser ewiges Schicksal hängt letztendlich davon ab, dass wir das hier richtig verstehen. Right? Richtig. Okay. Because it's in Esther 1 verse 7, the vessels are diverse one from another.
Also warum sagt es, das ist eine Frage, warum sagt es in 1. 1, Vers 7, dass die Gefäße unterschiedlich sind? Diverse means different from one another, right? Why is it pointed out there? You can tell me the answer to that. I don't know that I know the answer to that. Also die Frage ist, warum ist das da Maybe vermerkt? somebody else knows that. Aber wir haben da jetzt noch keine Antwort drauf. I would rather expect that they are the same in some way. Why? Isn't that us God? Isn't this I mean, One mind or so. yes, yes. It's not saying that you're different in mind or anything, like that, but you're. We are all different from one another. Jennifer? I have a thought about that. Yes. Und dann was für einen Gedanken dazu? That is still in the time when character is revealed, right? And it says in Daniel and in Also das ist ja immer noch in der Zeit, wo Charakter dann noch offenbart wird. And it says in Daniel and in Revelation that these are vessels of gold and silver and stone and wood. And I don't know where it is, but there's this text where it says it will be revealed by fire whether you have. That's yeah. Is it Peter? Yeah, I think Peter. And it Okay. also mentions these Corinthians. elements, wood and gold and. 1 Corinthians Oh, it's 3. Paul. Of what These manner are you are. vessels of gold. Oh, it says they're all. Drink in vessels of gold, the vessels being diverse, one from the other. I thought it just says they're holy. Yes, that is true. What you're saying. I mean, that's just going to. When you come to this test here, you're going to prove whether you're wood, hair, stubble, or whether you're gold, silver, etc. Das Konzept stimmt auf jeden Fall, dass wenn du hier hinkommst, dann wirst du beweisen, ob du Holz oder Stroh bist oder ob du jetzt wirkliche Gold oder Silber bist. Because gold and silver will, when it goes into the fire, gets purified, whereas all these other things they just burn up. Weil Gold und Silber, wenn die ins Feuer geworfen werden, die werden ja gereinigt, wohingegen die anderen Sachen wie Holz und Stroh, die werden einfach verbrannt werden. But anyway, the one thing that I like about this study that we've been going through with the trumpets, it's totally interconnected and brings all these other things together, especially with the book of Daniel. It confirms that it's one book, Und right? was ich halt an diesem Studium mag hier über die Posaunen ist, dass es wirklich hier mit all den anderen Sachen, die wir verstanden haben, wirklich verbunden und verwoben ist und auch vorhin das mit dem Buch Daniel richtig gut passt. Okay, so like I said, we started off with Isaiah 55. God's thoughts are not our thoughts, but there's enough information there for us to see and have evidence for this right here, Also right? wir haben mit Jesaja 55 angefangen. Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken, aber wir haben jetzt, denke ich, genug Beweise, um zu sehen, was hier dann stattfinden wird. And that would be our belly experience in order to bring forth John, Und das right? wäre dann unsere Baucherfahrung, sodass Johannes hervorgebracht werden kann. Amen? Amen. Okay, let's close with Und mit Gebet abschließen. Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, we thank you for this new day wir danken dir für den neuen Tag. and we thank you for your word. Und wir danken dir für dein Wort. Thank you for unfolding these things to us in such a way that we can slowly but surely start to take hold on your thoughts. Und danke, dass du diese Dinge uns so entfaltest, dass wir das langsam aber sicher klarer verstehen können. And Lord, our thoughts are truly not your thoughts. Und Herr, unsere Gedanken sind wahrlich nicht deine Gedanken. But you've told us, Lord, that we should have the mind of Christ. Aber du hast uns gesagt, Herr, dass wir den Verstand Christi haben sollten. We ask and pray that you would allow the mind of Christ to be in us. Deswegen bitten und beten wir, dass der Verstand Christi in uns sein möge. Help us, Lord, to establish these thoughts in our minds. Und hilf uns, dass wir diese Gedanken in unserem Verstand etablieren können. We more and more would be able to behold you clearly. Dass wir immer mehr in der Lage sein mögen, dich klar zu sehen.
Lord, that we would not only have an understanding of the events that are before us, sodass wir nicht nur ein Verständnis von den Ereignissen haben, die vor uns liegen, but that we would have the experience necessary of being humbled in the dust. sondern dass wir auch die notwendige Erfahrung erhalten, in den Staub gedemütigt zu werden. So please help us to take these thoughts with us throughout this day, Bitte hilf uns jetzt, diese Gedanken während des Tages mit uns zu nehmen and that they would be rooted and grounded in our minds. und dass sie in unserem Verstand verwurzelt und gefestigt werden. We ask and pray and thank you in Jesus' name. Und wir bitten und beten und danken dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Mhm.